bin Andreas. Heute möchte ich mal ein paar Worte zu dem Thema Zufriedenheit sagen. Zufriedenheit ist ein sehr wichtiger Zustand im Leben, weil er einen Frieden gibt. Das heißt, dem Geist Frieden gibt, der Seele Frieden gibt. Man ist in Einklang mit sich und der Welt. Und das ist etwas, was nicht erreicht wird, indem man immer mehr haben will, Gier lebt, man will immer mehr Reichtum, immer mehr, etwas Besseres, etwas Größeres, etwas Schnelleres, etwas immer mehr. Das ist das Gegenteil davon und der Weg gibt einem keinen Frieden, weil der nicht zufrieden sein kann und immer nach etwas Höherem oder nach mehr sich sehnt, lebt auch gleichzeitig in relativer Konkurrenz zu anderen. Vielleicht auch Angst, in der ständigen Angst, er könnte etwas verlieren, er könnte an Besitz verlieren, er könnte an Geld verlieren, sein teures Auto könnte gestohlen werden oder es geht kaputt und er müsste ein kleineres fahren. Oder er könnte vielleicht sogar seine Arbeitsstelle verlieren und damit alles an, was er glaubt und was ihn ausmacht. Und diese Wege sind, glaube ich, nicht die richtigen Wege und das Leben ist ein Lehrer. Das Leben wird diesen Leuten früher oder später wird es sie lehren, dass der Weg in die Irre führt. Ja, ich selber habe gelernt, in Frieden zu leben und auch bescheiden zu leben. Ich kann sehr bescheiden leben. Für mich ist nur das Wesen eigentlich wichtig. Zum Beispiel die Art, wie ich wohne. Wenn ich in einer ganz normalen Wohnung leben muss, in der es keinen Garten gibt, dann fühle ich mich gefangen. Kann ich nicht glücklich sein, weil mein Geist, meine Seele nicht glücklich ist. Ich habe keinen Bezug zur Natur, zu der Welt, in der ich lebe. Und von daher ist es für mich wichtig, dass ich einen Garten habe. Und es ist mir lieber, ich lebe in einer alten Wohnung oder in einem ganz alten Haus, aber mit Garten und habe von mir aus noch nicht einmal fließendes Wasser und keine Toilette und kein Badezimmer. Dann habe ich eben ein, wie wir sagen, ein Plumpsklo im Garten. Und vielleicht, ich kann auch ohne Elektrizität leben, dass ich Kerzen anmache. Das ist für mich zum Beispiel sowieso wichtig. Kerzen sind für mich etwas, ein Symbol für fliegendes Licht, für Geist. Und es ist schön, Kerzenlicht erschafft eine tolle, schöne Atmosphäre. Es ist lebendiges Licht, es ist etwas anderes als elektrisches Licht. Ja, das habe ich gelernt, so zu leben und so betrachtet kann ich mit allem in Frieden leben. Ich kann eigentlich mit allen Menschen in Frieden leben, egal welche Nationalität, egal wie jemand aussieht, egal welchen Beruf jemand hat, egal ob jemand arm ist oder reich, egal aus welchem Land er kommt, welche Sprache er spricht. Das ist alles für mich nicht primär, sondern primär ist für mich, dass es einen Kontakt gibt, einen geistigen, das geht auch ohne Worte, dass man fühlt, da ist ein Austausch, keine Feindschaft, sondern ein geistiges Berühren, akzeptiert ein geistiges Hallo sagen, ein Gruß, die Akzeptanz des anderen.
Das ist sehr, sehr toll, ein sehr schönes Gefühl, was zum Beispiel auch die Tiere leben. Sie haben ja nicht die Sprache wie wir und sie grüßen auch nicht unbedingt mit ihrer Sprache, sondern sie haben hauptsächlich einen geistigen Austausch und emotionalen Austausch und auch einen Austausch oder eine Kommunikation der Seelen. Das ist auch wichtig, dass man den Tieren nicht die Seele abspricht. Auch die Tiere haben Seelen. Alles Lebendige hat Seele. Auch ein Baum hat eine Seele. Ein Baum kann auch Geist entwickeln oder entwickelt Geist und durch seine Wurzeln wandert es in die Erde. Es gibt in der Erde, innerhalb der Erde und der Erdstrukturen gibt es Kommunikation, die nicht auf Sprache beruht, sondern auf Energie, energetische Bewegung. Ja, das sind alles sehr, sehr schöne Sachen. Und darum kann ich denjenigen, die noch immer daran glauben, dass ein sehr teures Auto und eine sehr teure Wohnung und ein sehr teures Bett und ein sehr teurer Kleiderschrank und sehr teure Schuhe und so wirklich glücklich machen, versucht mal den anderen Weg zu gehen oder versucht mal aufzuwachen oder falls euch etwas im Leben geschieht, das euch sozusagen wegbringt von diesem Weg, dann jammert nicht zu lange und glaubt nicht, die Welt geht unter oder euer Leben hat ein Ende, sondern es beginnt erst, weil ein falscher Weg korrigiert wird. Und dieser falsche Weg, den der größte Teil der Menschheit geht, der führt letzten Endes dazu, der hat dazu geführt, zu dem Zustand der Erde, wie wir ihn zurzeit haben. Und dass man so lebt, dass dieses Profitdenken, Gierdenken und man will Macht haben, man will herrschen, man will immer mehr oder immer mehr, dass das letztlich zerstörerisch wirkt. Und wenn aber die Welt, die Umwelt zerstört ist, in der wir leben, mit der wir leben, dann haben wir keinen Ort mehr zum Leben. Zumindest nicht hier. Und ja, von daher sollte man mal darüber nachdenken. Ich habe auch zum Beispiel keinerlei ähm, Streben nach Macht in mir. Es ist nicht mein Ziel, zu herrschen oder zu beherrschen. Ich brauche auch keinen Thron und keine Erhöhung. Quasi, ich möchte nicht auf einem goldenen Thron sitzen in irgendeinem Schloss oder in irgendeinem Gebilde. Und ich möchte auch nicht, dass man vor mir auf die Knie fällt und sich selber immer mehr reduziert oder klein macht. Das sind alles Vorstellungen, die sind nicht in mir. In mir ist eigentlich nur das, dass ich einfach bin. Ich bin, der ich bin und ich lebe das, was in mir ist. Ja, das wollte ich halt sagen. Und ich wünsche euch eine schöne Woche, schöne Tage. Und ich glaube daran, dass die Liebe das Schönste überhaupt ist von allem. Liebe und Wahrheit gehören zusammen, weil ohne Wahrheit gibt es keine wahre Liebe. Das ist so. Ja. Also macht's gut und ciao, ciao.